Guten Tag, liebe Zuschauer. Ich bin kein ideologischer Spinner und auch kein Professor, aber ich bin ein klar denkender Mensch und Informatiker. Ich lebe hier in diesem schönen Spanien seit nunmehr 23 Jahren. Und ja, es gibt viele positive Dinge, über die man sich täglich freuen kann, und es gibt auch etliche negative Dinge, über die ich auch mal gerne hier jetzt berichten muss. Seit ich nach Spanien gekommen bin, habe ich viele Menschen kennengelernt. Und meine Freunde und Bekannte und viele andere Mitmenschen, wie auch ich und auch die Urlauber, denen stinkt das ganz gehörig, dass wir hier von nur wenigen Mitmenschen, es dürften sich meistens wohl um Spanier handeln, bis zur Vergasung mit stickigem Qualm von Verbrennung von Garten- und Plantagenresten, gespickt mit Plastikmüll und Reifen, belästigt und gesundheitlich geschädigt werden. Und ich gehe davon aus, dass die spanische Bevölkerung, die auch darunter leidet, das auch absolut nicht gut findet. Diese Rauchschwaden ziehen das ganze Land von den umliegenden Bergen durch die Täler über die Standorte der Costa Tropical, der übrigen Costa del Sol und, so wie ich es gehört habe, auch im gesamten Land über die Städte und Gemeinden. Es gibt ein absolutes Verbrennungsverbot vom 1. Mai bis zum 15. Oktober, also über den gesamten Sommer. In manchen Regionen beginnt die Phase mal 15 Tage vorher und in anderen 15 Tage später. Es darf also im Sommer gar nichts verbrannt werden. Mit nur wenigen Ausnahmen, wie zum Beispiel ein Grill eines Restaurants am Strand, wenn dabei ein Abstand bis zum nächsten Busch oder Wald von mindestens 500 Metern eingehalten wird. Aber auch dieses Verbrennungsverbot, was wegen der hohen Waldbrandgefahr schon seit fast immer besteht, wird von den privaten wie gewerblichen Bauern oftmals ignoriert, und die Polizei sieht zu und macht nichts, und die Gemeinden sehen zu und machen nichts, und die Regierung fährt dran vorbei und macht nichts, und die Europäische Union sieht es und macht nichts. Das, liebe Leute, ist einfach zum Punkt. In Spanien gibt es sogar eine Erlaubnis, diese Verbrennung von Garten- und Plantageresten durchführen zu dürfen. Dabei darf jeder Kleinstbetrieb, also Bauer, mit einem Umsatz von weniger als 2 Millionen Euro und weniger als 10 Mitarbeitern, und damit fallen wohl fast alle Bauern, die nicht gerade Großbetriebe sind, unter diese Grenze, dürfen 2 Tonnen Reste verbrennen. Auf Mallorca hat man Betrieben mit bis zu 50 Mitarbeitern und 10 Millionen Euro das erlaubt. Also ich bin in Deutschland auf dem Land groß geworden, und alle größeren Bauern hatten so gut wie nie Angestellte. Da hat Bauer, Frau und Familie mitgeholfen, und es waren in der Regel weniger als 10. Also davon seht ihr schon mal, also da fallen fast alle Betriebe drunter. Perplexity gibt mir an, dass 2019 Spanien 51,7 Milliarden Euro Umsatz in der Landwirtschaft gemacht hat. Und es gibt wohl 70.000 Betriebe. Also somit liegt der Durchschnitt an Umsatz pro Jahr bei nur 738.571 Euro pro landwirtschaftlichen Betrieb. Und somit fallen rein statistisch alle landwirtschaftlichen Betriebe unter diese Grenze, die verbrennen dürfen. Ich habe mich schlau gegoogelt, und 1 Kilo Holz oder Gartenabfälle verursachen 3,67 Kilo CO2. Zusätzlich kommen andere Schadstoffe wie auch Feinstaub etc. hinzu. Wird den Abfällen auch noch Plastikmüll oder oftmals sogar Reifen untergemischt, wird hochgefährliche Abgase in die Luft gepustet, unter der Millionen von Menschen täglich leiden müssen. Aber nicht nur das, so ein Haufen von Abfällen passt wohl auf einen Anhänger, der solch einen Rest Holz bei 2 Tonnen auch transportieren kann. Die Menge also eines normalen Anhängers von früher ergibt also diesen Haufen Holz, und wir gehen jetzt von 2 Tonnen Abfall aus. Gegenrechnung: Wenn wir Grünschnitt auf einen Haufen auflegen, hat er in der Regel 2 mal 2 Meter. Und es gibt ungefähr 8 Kubikmeter. Grünschnitt wird umgerechnet mit 1 Kubikmeter mal 0,4, also 8 mal 0,4 gleich 3,2 Tonnen. Mit 2 Tonnen liegen wir also im unteren Bereich unserer Hochrechnung. Diese Verbrennung verursacht bei 2 Tonnen Holz 7,34 Tonnen CO2. Das muss man sich mal reinziehen. Nun wollen wir das mal mit Autos vergleichen. Ein Diesel mit 5,5 Litern pro 100 Kilometer verursacht 145,8 Gramm CO2
pro Kilometer. Gut, bei 100 Kilometern sind das dann 14,5 Kilo. 100 Kilometer. Aber wir sind noch nicht im Tonnenbereich, ne? Oder 145 Kilo bei 1000 Kilometern. Auch noch nicht im Tonnenbereich. Oder 1450 Kilogramm auf 10.000 Kilometern. Oder 14,5 Tonnen pro 100.000 Kilometer. Ein Auto hat eine Laufleistung. Die meisten gehen bei 200.000 in die Schrottpresse. Die wenigsten laufen 400.000. Das sind mal knapp 14,5 Tonnen bei 100, also 28, 29 Tonnen bei 200.000. 29 Tonnen. Wir denken nochmal zurück an die Tonnen, die unsere Lagerfeuer da verursachen. Ne? Gut, also nochmal. 14,5 Tonnen pro 100.000 Kilometer sind gleich 2 Feuer in Spanien. Nur für die angezündete Dauer. Das muss man sich mal vorstellen. Das sind Zahlen, da wird einem ganz anders. Und Benziner mit 8 Litern pro 100 Kilometer verursacht 190,4 Gramm CO2 pro Kilometer. Also 100 Kilometer sind dann 19,040 Kilogramm. Oder 100 Kilometer auf 100 Kilometer. Oder 190 Kilogramm auf 1000 Kilometer. Oder 1904 Kilogramm auf 10.000 oder 19 Tonnen bei 100.000 Kilometern. Und wir sagten, bei 200.000 geht der Wagen in die Schrottpresse. Also bei 38 Tonnen wären wir ungefähr. Das sind dann 100.000 sind 3 Feuer. No? 3 Feuer in Spanien für 1, 2, 3 Stunden, 4 Stunden. Ja? Der ganze Wagen in die Schrottpresse. Das verursacht der an CO2 im Verhältnis zu diesen 3 Feuern in Spanien. So, und wir rechnen jetzt aber mal weiter, wir vergleichen das weiter. Man kann auch anders sagen. Wir sehen in den gleichen Regionen vielleicht 5 Feuer. Das sind also 5 mal 7,34 Tonnen CO2. Also 35 Tonnen CO2 geteilt durch 14.580 Kilogramm gleich 2.400 Fahrzeuge, die 100 Kilometer den Tag in die Ecke fahren, also rumfahren. Aber kein Fahrzeug fährt pro Tag 100 Kilometer, eher nur 10 Kilometer im Schnitt. Das sind dann 24.000 Fahrzeuge. Unsere Feuer, 5 Feuer, ne? 24.000 Fahrzeuge. Nochmal, diese 5 Feuer, die wir da in der Gegend sehen, sind die Abgase von 24.000 Fahrzeugen, die ihren Motor für eine Laufleistung von 10 Kilometer Fahrtstrecke laufen lassen. Und diese Luft atmen wir ein. Spanien hat ca. 48 Millionen Einwohner und 25 Millionen angemeldete Autos. Zusätzlich noch Busse, Trecker, Motorroller etc. Insgesamt also 35 Millionen zugelassene Kraftfahrzeuge in 2022. Das entspricht, auf je 1,92 Einwohner kommt ein Auto. Also circa ungefähr jeder Zweite hat also ein Auto. Sieht man zwar nicht so, aber anmeldetechnisch ist das nun mal so. Motril hat 58.000 Einwohner. Motril ist eine Provinzstadt an der Costa Tropical, Costa del Sol im Süden. Also 58.000 Einwohner haben die und somit sind das ungefähr angemeldete Fahrzeuge 30.000. Nun fahren natürlich nicht diese angemeldeten Fahrzeuge nur, aber es kommen ja genug rein und es fahren wieder genug raus. Ihr müsst euch also vorstellen, diese 5 Feuer, die wir gesehen haben, entspricht die gesamten Fahrzeuge in Motril für den gesamten Tag. Also das ist so viel wie tatsächlich in Motril täglich durch die Stadt fahren an Fahrzeugen. Jeder fährt ungefähr 10 Kilometer. Nun findet Perplexity keine anderen Städte in gleicher Größe. Ich hätte jetzt stundenlang noch recherchieren können, aber da hatte ich nur auch keine Lust zu.
Aber ich habe mal viele Kreisstädte verglichen mit Motril, kurz überflogen. Die meisten sind doppelt so groß, aber wir können dann zumindest Folgendes behaupten. Stellt euch vor, diese 5 Feuer entsprechen dem halbtäglichen Autoverkehr von jeweils nur einer Stadt, wie zum Beispiel A Coruña, Avila, Burgos, Cáceres, Cádiz, Huelva, Jaén oder León. Das sind also bekannte Städte, ja? Und da müsst ihr euch vorstellen, diese 5 Feuer, nur diese 5 Feuer, halber Autoverkehr. Aber in ganz Spanien ganz viele 5 Feuers, überall wird verbrannt, jeden Tag. Diese haben auf meinen Schnellblick, alle Angaben ohne Schießeisen, ca. 100.000 Einwohner, also diese Städte, die ich jetzt eben gerade genannt habe. Wir sehen, was da für eine Menge ist, die da in die Luft gepustet wird. Nur von 5 Feuern. Und dann kommt ja immer die Ausrede wieder, Holz wäre klimaneutral, weil das, was an CO2 aufgenommen wurde, auch verbrannt wird. Das mag richtig sein. Gut, aber das Argument hinkt. Die Verbrennung, also Abgabe des CO2s, erfolgt innerhalb von einer halben bis einer Stunde. Oder lassen wir es auch langsam brodeln, dann sind eben 4 Stunden. Dann wurde diese Menge in die Luft geschossen. Wie viele Bäume bräuchten wir, um diesen CO2-Gehalt aus diesen 5 Feuern aufzunehmen? Um 1 Tonne CO2 aufzunehmen, bräuchte man 40 bis 70 Bäume über lange Zeit. Denn die nehmen das nicht an einem Tag auf, sondern über lange Zeit. Eine 80-jährige Buche hat in ihrem gesamten Leben gerade nur 1270 Kilogramm CO2 gespeichert. Bei 35 Tonnen CO2 gleich 5 Feuer sind das dann 35 mal 40 bis 70 Bäume. Rechnen wir mit dem untersten Mittelwert und sagen wir 35 mal 50 Bäume gleich 1750 Bäume. Das heißt also, man muss ungefähr diese CO2-Absauger, also diese 1750 Bäume, über 80 Jahre lang erhalten, um diesen CO2 von diesen 5 Feuern aufzunehmen. Und genau dieser Wald ist dann für diese 5 Feuer verplant für diese 80 Jahre. Er kann ja nicht mehr aufnehmen, als seine Aufnahmemenge pro Jahr ist. Der Baum kann das nicht. Der braucht Zeit. Eben diese 80 Jahre. Das ist so irre, dass mir dazu nichts mehr anderes einfällt. Und da fahren in Berlin, Hamburg und im Übrigen Deutschland ein paar Autos, die so gut wie gar nichts an Schadstoffen verursacht. Und in Spanien, Italien und wer weiß wo sonst noch, wird das CO2 durch solche idiotischen Verbrennungen nur so in die Luft gepustet. Dass sich die Klimakleber überhaupt noch trauen, irgendwelche Aktionen in Deutschland durchzuführen. Ein anderer Aspekt ist die zusätzliche Energie, die durch diese Verbrennung entsteht, also Hitze, die woanders benötigt wird. Und die bereits in gespeicherter Form, Holzreste, vielleicht nur noch verdichtet werden müsste und dann gegebenenfalls im Winter in Nordeuropa herhält. Daran hat wohl auch noch keiner gedacht, oder? Diese Energie erhöht täglich die Temperaturen unseres Planeten durch unsinnige, irrsinnige Verbrennungen. Das sollte mal jemand ausrechnen, was das ausmacht. Es sind nicht nur die 5 Feuer vor unserer Tür. Es sind diese 5 Feuer, die überall in ganz Spanien und Italien und vielleicht Griechenland, ich weiß das jetzt nicht, das müsste man auch mal recherchieren, brennen. Die wir aber so noch nie gesehen haben. Das sind ja nur jeweils ganz kleine Feuerchen. Hinzu kommt weiteres. Perplexity gab mir folgende Informationen zur Plastikverbrennung aus. Die Verbrennung von Plastik ist sehr gefährlich für die Umwelt und die Gesundheit von Mensch und Tier. Bei der Verbrennung von Plastik, insbesondere PVC, können hochgiftige Stoffe wie Dioxine freigesetzt werden.
die sich in der Umwelt anreichern und die Nahrungskette belasten. Die Abgase enthalten auch andere gefährliche Schadstoffe, wie Schwermetalle, die die Umwelt und Lebewesen belasten. Plastikverbrennung trägt zudem erheblich zu den Treibhausgasemissionen bei und heizt den Klimawandel an. Selbst wenn Plastik verbrannt wird, um Müll zu entsorgen, entstehen dabei große Mengen an Treibhausgase, was die Emissionen deutlich erhöhen kann. Zusammengefasst sind die Abgase von Plastikverbrennung sehr schädlich für Umwelt und Gesundheit. Die Freisetzung giftiger Stoffe und die hohen Treibhausgasemissionen machen die Verbrennung von Plastik zu einer äußerst problematischen Praxis, die vermieden werden sollte. Man muss das ganz klar sagen, seitdem das Schengener Abkommen gibt es keine Grenzen mehr in Europa. Der Qualm und die Belastung mit Feinstaub und CO2 machen demnach auch keinen Halt vor den Grenzen zwischen Spanien und den anderen Rest von Europa. Und es gibt noch viele weitere südliche Staaten in Europa, die es genauso machen. Dagegen müssten wir schärfstens protestieren, denn es gibt andere Möglichkeiten, diese Reste ökologisch und ohne dass Menschen und Tiere darunter leiden, zu verbringen. Es gibt zum Beispiel Geräte, schauen wir doch mal hier, wie Häcksler oder oder landwirtschaftliche Häcksler und Verdichter, Zerhacker und dann diese Spanholzteilchen. Und in Spanien gibt es für Plastikmüll an jeder Ecke. Also man braucht mit dem Auto in der Stadt nur gerade mal 50 Meter fahren, dann gibt es da immer mehrere Tonnen für Restmüll, für Plastik und für anderen Papierkrimskrams und sogar für Kleidung. Und auf dem Land sind die Entfernungen natürlich ein bisschen weiter, aber es wird täglich entleert und jeder kann seinen Müll in diese Gefäße reintun und braucht das nicht mit Feuer verbrennen. So Leute, ich habe euch jetzt Fakten gegeben. Ich hoffe, ihr könnt mir viele Kommentare schreiben, ob ihr das genauso seht wie ich, ob meine Zahlen vielleicht falsch sind. Kann ja auch sein, dass ich einen groben Fehler gemacht habe. Und dann seid aber auch so lieb, wenn ihr das richtig findet, teilt dieses Video. Teilt es in Facebook, teilt es in Twitter, teilt es, dass es um die Welt geht. Ja, damit mal diese ideologischen Idioten da oben in Berlin mal anfangen nachzudenken und nicht so einen Stuss machen, wie die Bürger von Deutschland zu bestrafen. Ja, das ist überhaupt nicht nötig. Und sich dann mal irgendwie auch in der EU zusammensetzen, um diese Problematiken endgültig mal zu regeln. Solange sich da keiner drum kümmert und ihr das nicht teilt, wird dann nichts passieren. Und dann macht ihr vielleicht das nächste Mal auch euren Urlaub am Strand, aber nicht mit dem schönen Himmel, sondern nur noch unter Abgase. Dann ist das aus mit Urlaub Italien, dann ist das aus mit Urlaub Griechenland, Urlaub Spanien auch nicht mehr, alles nur noch verqualmt. Ja, und der Barkeeper, der kann euch noch nicht mal mehr bedienen, weil der schon vergiftet ist und umfällt. Ja, so. Wer euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, abonnieren, por favor, und dann läuft die Sache. Tschüss.